Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Heute habe ich speziell was für die MX5-Fahrer unter euch. Der steht nämlich jetzt hier auch schon so demonstrativ offen, denn wir widmen uns heute dem Innenraum. Speziell gesagt dem Lenkrad. Der MX5 hat ja bereits ein Lederlenkrad, fässt sich wirklich super schön weich an. Aber für jemanden, der das Fahrzeug vielleicht auf letzter Rille bewegt, ein bisschen sportlicher, der sucht vielleicht noch ein bisschen mehr Grip an den Händen. Und deswegen waren wir bei Zimmix shoppen und haben uns ein Sportlenkrad besorgt. Wie das Ganze ausschaut, wie es montiert wird, was zu beachten ist, das alles in diesem Video. Wenn es euch interessiert, gleich nach dem Intro geht's los. So, dann starten wir auch gleich mit dem Unboxing, hätte ich gesagt. So kam das ganze Paket bei uns an. Nicht wundern, das Paket war schon offen. Unser Lagerist muss natürlich prüfen, ob auch wirklich alles, ich sag mal, unbeschädigt angekommen ist. Aber wir machen das jetzt trotzdem mal einmal noch gemeinsam. So kommt das dann also bei euch an. Schön verpackt. Und neben der gesamten Folie haben wir dann also natürlich hier das Lenkrad. So, und noch zusätzlich hier mit so einem Schutz ummantelt. Das ist jetzt also unser Design, für das wir uns entschieden haben. Es gibt wirklich etliche Varianten, die man sich auf der Zimmix-Seite konfigurieren kann, anschauen kann und im Schluss auch natürlich bestellen. Diese Bezeichnung blende ich euch jetzt unten einfach mal ein. Ihr seht schon, wir haben uns also hier für ein Modell entschieden mit so einer Perforation, dass also auch hier wirklich ordentlich Grip da ist, genauso auch wie hier so eine Versteifung für eben die Daumen und mit 12 Uhr Markierung, dass man also genau weiß, wo das Lenkrad steht. Okay, und ich würde sagen, jetzt schauen wir uns das Ganze mal im Vergleich zum Originallenkrad an. Und ihr seht schon, unser Modell ist also hier mit dieser grauen Markierung, den grauen Nähten, eben weil auch dieser MX5 hier graue Ziernähte überall verbaut hat, also in den Sitzen, in den ganzen Paneelen, im Schallknauf, überall. Deswegen haben wir uns jetzt gedacht, naja, das passt doch auch ganz gut. Es gibt aber auch sehr, sehr viele MX5-Modelle, vor allem die etwas älteren Baujahre, die haben rote Ziernähte. Also auch da wäre es natürlich die Möglichkeit, bei Zimmix direkt zu sagen, hey, ich möchte aber bitte keine grauen, sondern rote Ziernähte haben. Die gesamten Elemente vom originalen Lenkrad, also alle Tasten, der Airbag und auch diese Verkleidung hier, die werden wiederverwendet. Also wir müssen sie einmal ausbauen, dann werden sie hier einmontiert und dann schaut es eben, würde ich sagen, fast original aus, bis auf eben hier der Griffring. So, und ich würde sagen, ich gebe das gute Stück jetzt mal unserem Mechaniker, damit er das Ganze einbauen kann. Und wir schauen ihn einfach immer wieder mal so ein bisschen über die Schulter. So, also wie ihr seht, wir sind jetzt gerade schon in der Werkstatt und der Airbag ist auch schon draußen, denn unser Mechaniker hat schon angefangen. Und ganz wichtig an der Stelle, bitte versucht nicht selbstständig den Airbag auszubauen. Das ist einfach aus sicherheitsrelevanten Gründen notwendig, dass das eine zertifizierte Person macht, die eben ganz genau weiß, was sie macht. Denn dahinter verbirgt sich eben Sprengstoff und damit hantiert man nun mal nicht einfach so. Deswegen zeigen wir das jetzt auch nicht explizit, wie das ausgebaut wird, aber so schaut es auf jeden Fall jetzt aus. Wir haben also immer noch unser Originallenkrad, die Schalter sind auch noch verbaut und hier hinter verbirgt sich eine Mutter, das ist die Sicherungsmutter, die werden wir jetzt gleich lösen und dann können wir das Lenkrad anheben. Ganz wichtig an der Stelle, diese Mutter muss immer ausgetauscht werden. Hier drin befindet sich eben so eine Art Kunststoffring, der als Sicherung dient. Beim Eindrehen schneidet sich dieser Dichtungsring ein und kann also nicht mehr wiederverwendet werden. Nicht ein zweites Mal sozusagen. Genau, das werden wir jetzt noch tun. Dann nehmen wir euch wieder mit und wenn es was Neues gibt, melde ich mich wieder. So, das Lenkrad ist schon draußen, wie ihr seht. Und zwar haben wir hier also unsere Mutter, die drauf war. Das Lenkrad war hier fixiert und dahinter sind hier ganz, ganz viele Zähne in einem Kreis. Und diese Zähne greifen im Lenkrad hier auf so eine Hülse. Die sieht man wieder hier. Ich drehe das Ganze mal um. Und man sieht, dass diese Hülse im Endeffekt bloß eingepresst ist. Und es kann sein, dass es beim Einpressen in einer gewissen Toleranz nicht hundertprozentig identisch ist wie das vorherige Lenkrad. Deswegen kann es sein, dass wir, nachdem wir das Lenkrad eingebaut haben,
und eigentlich das Lenkrad gerade steht, das Fahrzeug ein bisschen einlenkt. Das werden wir aber erst in der Probefahrt feststellen können. Und dann müsste man im Nachhinein tatsächlich noch eine Spureinstellung machen. Ich bin da aber relativ zuversichtlich, denn der MX-5 hat hier noch so 2 Bohrungen. Einmal hier. Und die greifen genau in diese, ich nenne sie mal Nippel, ja? Also in diese grauen Teile. Deswegen kann es sein, dass es hier tatsächlich gar nicht notwendig ist. Werden wir aber dann gleich noch sehen. Okay, ich würde vorschlagen, wir verbauen jetzt hier mal diese ganzen Schalter und Armaturenelemente und dann sehen wir uns gleich wieder. So, die Arbeiten sind nun abgeschlossen und wir stehen hier gerade in der Direktannahme, weil zwischenzeitlich ist es ganz schön dunkel geworden. Außerdem bauen wir gerade für euch neue Kundenparkplätze und wegen den Bauarbeiten ist es ganz schön laut draußen. Im Übrigen, schaut da gerne mal auf unserem Facebook-Kanal vorbei, da posten wir immer wieder so News hier rund ums Autohaus, ganz fernab von diesem YouTube-Thema. Lohnt sich auf jeden Fall da auch mal reinzuschauen. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und jetzt würde ich sagen, schaut euch mal dieses schicke Lenkrad an. Also wir haben unsere Tastenelemente alle eingebaut, auch die Zierblende und natürlich den Airbag. Und jetzt schaut es natürlich schön vollständig aus. Und ich muss wirklich sagen, dieses Lenkrad passt einfach zu diesem Auto. Also mir gefällt es richtig gut. Auch der Griff ist wirklich top. Und ich kann mir vorstellen, bei heißen Sommertagen, 32, 34 Grad, Bergpassage, ist man gerade hier schön am Fahren. Man hat so ein bisschen schwitzige Hände. Durch die Perforation hat man auf jeden Fall immer Grip. Und auch mit der 12-Uhr-Markierung, das gefällt mir sowieso. Und auch das abgeflachte Lenkrad, das haben wir ja so bei Mazda überhaupt nicht für den MX-5. Von dem her ist es wirklich schön, dass Zimmix das hier anbietet. Im Übrigen waren wir auch schon auf der Probefahrt, haben eben geschaut, ob das auch wirklich dahin lenkt, wo es hinlenken soll. Und das passte tatsächlich. Also wir mussten hier keine Spureinstellung machen, von dem her auch wirklich top. Und wer jetzt sagt, naja, so ein Sportlenkrad, das möchte ich mir mal gönnen, wo kriege ich das her? Sage ich nochmal, unten in der Videobeschreibung verlinken wir euch den Shop vom Zimmix. Da könnt ihr euch wirklich aus verschiedensten Lenkrädern eures konfigurieren. Ja, und jetzt haben wir natürlich noch ein Originalteil. Und zwar euer altes Lenkrad. Nicht wundern, wenn ihr ein Sportlenkrad bei Zimmix bestellt, müsst ihr immer 300 € Pfand zahlen. Das liegt eben daran, dass Zimmix diese Originallenkräder, das Leder aufschneidet und eben seinen Bezug darauf befestigt. Deswegen die 300 € Pfand. Wer jetzt natürlich ein Fahrzeug erst vor kurzem gekauft hat und das Lenkrad hat vielleicht erst 2, 3 Monate Lebenszeit hinter sich und ist eigentlich noch wie nagelneu, der kann sich natürlich überlegen, naja, sind es mir die 300 € wert oder behalte ich es einfach lieber? Wer jetzt einen MX-5 hat zum Beispiel aus 2016, das Leder ist sowieso schon relativ, ich sag mal, abgenutzt aus irgendwelchen Gründen, schaut es nicht mehr ganz so schick aus wie eben damals, der schickt es halt einfach zurück und holt sich die Gutschrift. Nur das müsst ihr eben dabei bedenken, nicht wundern, 300 € Pfand sind auf jeden Fall immer auf diesem Altteil mit drauf. So, und jetzt seid ihr gefragt, was sagt ihr zum Sportlenkrad? Wäre das was für euch? Lasst es mich mal gerne unten in den Kommentaren wissen. Im Übrigen, falls ihr auch irgendwelche Fragen habt, einfach unten in die Kommentare schreiben. Da antworten wir in der Regel immer sehr, sehr schnell drauf. Und wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich auch über einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Ist absolut kostenlos für euch. Und wenn ihr die Glocke drückt, dann kriegt ihr immer eine Info, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.